Mahlzeit, herzlich willkommen beim Rugby Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Wir sind im Bayern Park und beim höchsten Freifallturm Süddeutschlands. Also, wir sind im Bayern Park und wir zeigen euch heute die tägliche Wartung von Voltrum. Voltrum habt ihr alle schon mal gehört, das ist hier seit einigen Jahren im Bayern Park der Funtime Freifallturm. Und das ist wirklich ein Freifallturm. Und wir nehmen euch ein bisschen mit in die tägliche Wartung, wie gesagt, und zeigen euch, wie so ein Freifallturm funktioniert, warum das alles sicher ist, warum das Ganze nicht ausfallen kann und erklären euch Step by Step so ein bisschen, wie das wirklich funktioniert am Beispiel von Voltrum im Bayern Park. Richtig cool, dass wir das hier machen können. Wir fahren auch nach oben und wir fahren auch mit. So, jetzt noch mal ein Stück hoch und dann haken wir aus. So, als allererstes stellst du dich kurz vor, wer du bist und was du hier im Bayern Park machst. Genau, also ich bin Timo Hamberger, bin hier im Park Elektriker, kümmere mich unter anderem ums Voltrum, Wartung. Wie passend, genau. Als Elektriker. Ja. Wie läuft denn die Wartung bei euch ab? Welche Steps geht ihr so nach und nach durch? Und es gibt ja wahrscheinlich unterschiedliche Wartungen, wöchentlich, monatlich, halbjährlich. Genau, ja. Also die tägliche Wartung wird immer jeden Tag hochgefahren am Turm. Sichtprüfung, Schrauben, oben die Dämpfer, dann werden Notaustests durchgeführt, genau, Bügeltest, das ist das tägliche. Wöchentlich haben wir dann noch Bremsentests, Übergeschwindigkeit und jährlich werden Schrauben nachkontrolliert, Drehmomente. So, und wir starten hinter dieser Tür, wo man als Gast sonst nicht hinkommt. Genau. Wollen wir rein oder willst du uns vorher verraten, was dahinter ist? Da ist jetzt gleich die Winde drin, den Turm hochzieht. Ja, finde ich auch wirklich beeindruckend, dass die so weit weg vom Turm eigentlich ist. Weil, also als Normalbesucher denkt man, ja, Turm ist dann da alles und dann... Ist vom Wartebereich aus, kann man es auch sehen, durchs Fenster. Ja. Genau, die Seile gehen unter dem Wartebereich durch, steht man dann drauf. Wahnsinn, wir gehen direkt mal rein. Ich glaube, das ist spannender für euch als jetzt die Tür, die ihr schon kennt. Genau. Das ist beeindruckend. Genau, das ist unsere Winde mit 8 Stück Motoren drauf. Warum hat die 8 Motoren und nicht einen großen? Weil ein großer zu teuer wäre und einfacher zu bauen ist. Die sind besser zu bekommen. Krass. Genau. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen, was das Besondere daran ist? Also, die Winde hat erstens 2 Seile, wie man es hier schaut. Das einfach als Redundanz nochmal. Man sieht ja, die großen Motoren, die hat durchaus Leistung. Das ist erstens, weil der Turm selber natürlich ziemlich schwer ist, das Hochziehen. Und natürlich, weil er es am Anfang auch immer durch die Bremsen ziehen muss. Weil die natürlich nie aufmachen, die Magnetbremsen. Genau. Ich glaube, hier sind ja auch so ein paar Zahlen mal über den Turm. Also das ist ja auch schon ziemlich beeindruckend, was für Gewichte der Turm an sich hat. Weißt du, oder wie viel Kraft oder wie viel Gewicht da rausgezogen werden muss? Also die Gondel hat, wenn es voll beladen ist, um die 15 Tonnen komplett. Boah. Mit Catcher und Gondel, genau. Boah. Seil weiß ich jetzt nicht, wie schwer es ist. Der Turm komplett, glaube ich, um die 120 Tonnen. Wahnsinn. Wo es vielleicht noch interessant wäre, sollte mal der Strom ausfallen, kann man den manuell runterfahren, den Turm. Okay. Da haben wir hier die Motorbremsen. Die kann man mit dem Hebel manuell aufmachen. Die werden dann hier eingehakt. Und wenn man dann alle aufmacht, kommt er irgendwann runter mit dem Eigengewicht. Ach, langsam oder schnell? Wenn es alle aufmachst, schnell. Das war die richtige Antwort. Zwei hängt man ein und mit der dritten kann man dann normal schon runterfahren. Genau. Also das ist ja nochmal ein weiterer Sicherheitsaspekt zu den 2 Seilen, damit du ja die Redundanz hast, damit du den Turm immer runter bekommst, egal was passiert. Genau. Hattet ihr den Fall schon mal, dass ein Stromausfall war, als Betrieb war? Bis jetzt noch nicht, nein. Aber ihr habt es schon trainiert? Wir üben das immer jährlich, ja. Wahnsinn. Andere Fahrgeschäfte auch.
Stimmt, aber gar nicht drüber nachgedacht. Hoch ist ja noch nicht so frei, die Gondeln. Und runterfahren lassen ist schwierig, wenn er nicht ganz oben ist. Das gucken wir uns ja auch noch an. Genau, das sieht man dann halt. Aber sehr beeindruckend, wie groß das Ganze ist und dass die Seile einfach mal unter den Gästen herlaufen. Das ist wirklich echt cool. Genau. Und würdest du sagen, das ist das Herzstück der Anlage eigentlich, obwohl das Große, was man sieht, was anderes ist? Ja, eigentlich schon. Weil ohne das läuft natürlich gar nichts. Genau, also die morgendliche Wartung startet man normal vorne, hier hinten. Das erste nach dem Einschalten sind immer gleich die Notaustests. Sobald er da ist, täglich ist immer der und der draußen am Kontrollpult. Würdest du jetzt gleich die Gondel erst runterlassen? Genau, normal kommt die da runter. Bevor wir die runterlassen, wollen wir mal kurz darüber sprechen, wie der Turm unten, was es hier noch alles zu sehen gibt. Ich glaube, das wäre eventuell ganz interessant. Ich weiß, jetzt grätsche ich da wieder rein, wie die Reihenfolge ist, aber wenn die Gondel hier ist, kann man nicht so viel sehen. Und ich glaube, der beste Übergang ist ja, hier kommen die beiden Seile an. Genau, wie gesagt, durch den Wartebereich, dann nach hinten zur Winde. Genau. Unten sind natürlich die Umlenkrollen, die beiden. Die werden natürlich auch regelmäßig geschmiert dann. Das ist jetzt nicht bei der täglichen Wartung dabei, gehört zur wöchentlichen. Da drin wäre noch mehr Notaus, den müssen wir dann wöchentlich machen. Ja. Der ist heute nicht fällig. Genau, die Dämpfer, die bremsen dann das letzte Stück, weil die Magnetbremsen können ja nie ganz auf Null bremsen. Die letzten Meter machen dann diese Stoßdämpfer. Ja, Magnetbremsen können wir uns ja theoretisch auch einmal angucken. Die sind ja jetzt hier mal sehr gut zu sehen. Aber für die Leute, die das nicht kennen und nicht wissen, was ist das für ein Bremssystem und wie funktioniert das bei so einem Freifallturm? Weil das ist ja, glaube ich, ganz gut, wenn Leute vielleicht ein bisschen ängstlicher sind. Es bremst ja immer. Genau. Also an der Gondel selber sind Dauermagneten dran. Die fahren dann an den Bremsschwertern vorbei. Das induziert dann Wirbelstrom. Dann entsteht ein entgegengesetztes Magnetfeld, die sich dann gegenseitig bremsen. Die sind stromlos, die funktionieren immer. Da kann auch nichts ausfallen. Also der bremst immer, egal was ist. Ob der jetzt absichtlich oder aus Versehen runterkommt, was hoffentlich nicht passiert. Aber bremsen tut er immer. Außer auf der Welt gibt es auf jeden Fall immer keinen Magnetismus mehr, aber das passiert halt nicht. Genau. Und da das ja, weil du hast gerade eben, hast das ganz kurz erwähnt, mit der Kraft, die aufgebracht werden muss, um die Gondel rauszuziehen, weil das immer bremst, braucht man ja auch mehr Kraft, um die Gondel hier erstmal rauszuziehen. Genau. Das sieht man auch, wenn er hochfährt. Sobald er an den Bremsschwerter vorbei ist, beschleunigt er nochmal und fährt nochmal schneller. Die fangen auch unterschiedlich früh an, ne? Genau. Damit das dann nicht so eine abrupte Bremsung ist. Das nicht so Bremsung abrupte Bremsung ist, genau. Sehr cool. Aber einfach mal sehr beeindruckend, wie groß die sind. Das ist ja, sonst ist man ja hier, da ist das ja sehr weit weg. Und dann haben wir hier an den Ecken wahrscheinlich die Laufflächen für die Gondel. Genau, das ist für die Laufräder, die Laufflächen, genau. Sehr cool. Genau, er hängt jetzt, wenn er nicht in Betrieb ist, hängt er da oben, so auf 15 Meter. Das ist erstens, dass die Seile gespannt haben, dass die nicht im Wind flattern. Okay. Und er hat da oben auch noch einen Sensor. Den sieht man da nochmal, den kleinen blauen. Den braucht er am Morgen immer zum Vorbeifahren, dass er wieder weiß, wo er ist. Dass er seine Position wieder hat. Und dann vielleicht auch noch jetzt am Turm hier gut zu sehen, die Schleifbahn, damit der auch Strom hat. Der Strom hat. Für die Drehung beim Hochfahren. Für unten für Bügelöffnung hat er es an der anderen Seite. Die sind nur hier unten. Genau, Bügel kann man nur, wenn er unten ist. So. Cool. So, jetzt wieder zur täglichen Wartung, wo ich jetzt unterbrochen habe. Aber weil ja gerade hier alles frei ist, dachte ich, können wir mal drüber sprechen, was man hier sieht. Wie gesagt, der nächste Schritt wäre, dass wir runterfahren jetzt einmal. Dann schauen wir uns das mal an. Ja, wieder mit Fußpedal und Knopf zweifach bestätigen. Dann dauert es ein bisschen. Es geht jetzt momentan nur langsam, weil er eben seine Position noch nicht hat. Beim nächsten Mal geht es dann auch schneller. Dann. Also der kalibriert sich quasi dann jetzt? Genau. Kann man jetzt auch sehen, nicht initialisiert. Und wenn er dann herunten ist, dann wird das grün. Ah, okay. Genau. Dann hätten wir Bügeltests als nächstes. 2 machen wir immer mit unseren Puppen.
Hol uns kurz ab, was du jetzt da hingestellt hast. Das sind jetzt die Testpuppen, die üben dann Druck auf den Bügel aus. Die müssen eine bestimmte Zeit, 7 Minuten, für jeden Zylinder, links und rechts, bei 2 Zylinder, wird immer einer abgeschaltet. Und die dürfen dann nicht nachgeben. Da ist eine Skala drauf, die müssen dann so bleiben. Dann machen wir jeden Tag 2 Sitze, dass man alle 12 Tage einmal rundum ist. Und die restlichen Sitze machen wir täglich einfach Handprüfung, ob er hält. Ja. Genau. Cool, ey. Ist das eine Sache, die ihr hier mit reingebracht habt, oder ist das von Funtime mitgeliefert als... Nein, das ist von Funtime mitgeliefert. Das ist bei den meisten Fahrgeschäften so mit Zylinder. Das ist einer von den ersten Schritten. Das Licht einschalten unten, so gießt man gern. Genau, jetzt müssen wir drin wieder den Test starten. Damit der dann auch die beiden Zylinder im Wechsel dann laufen lässt? Genau. Rechts. Genau. Jetzt haben wir Klacken gehört. Ja. Dann prüfen wir gleich, ob da was nachgegangen ist. Und die anderen Bügel geben wir einfach einmal durchziehen. Dann warten wir jeden Zylinder. Du weißt auch, was du getan hast. Genau, das würde jetzt 7 Minuten dauern, dann muss ich auf den anderen Zylinder umschalten und dann dasselbe nochmal. Ja. Haben wir auch vor kurzem mit einem Zylinderhersteller für Bügel ein Video gemacht, wo dann sogar jetzt automatische Systeme... Ja, neuere Systeme, klar. Ja. Genau. Aber du tauschst natürlich jetzt nicht von, weiß ich nicht wie viel Sitzen, alle Zylinder aus, ne? Nee. Dann heute hat er zufällig noch. Den können wir heute sogar machen, den Test. Der ist eigentlich nur wöchentlich, aber heute zufällig fällig. Und zwar die Bremsen vom Antrieb testen. Das können wir gleich mit demonstrieren. Bremsentestantrieb. Da muss ich aber jetzt erst nach oben und aushängen. Da kann ich nur mit dem Ketschka hochfahren. Da haben wir jetzt unsere Leiter. Es ist auch immer die gleiche Stelle, ja? Ja, genau. Da ist unsere Kiste mit dem Werkzeug drin dann. Genau. Sagt mir so gleich, ich hänge jetzt manuell die Haken aus, dass dann nur das Ketschka fährt. Das kann man ja auch mal kurz erwähnen. Das Ketschka ist ja quasi dieser Ring außenrum, wo Haken in die Gondel eingreifen. Genau. Und das Ketschka ist ja eigentlich das, was von den Seilen nach oben gezogen wird. Genau, das wird nach oben gezogen. Und oben hängt es dann aus. Das ist eine ganz einfache Mechanik. Das fährt oben dagegen. Das sieht man dann, wenn man oben ist. Dann gehen die Haken raus und es fällt runter. So, Vorsicht, Wasser! Genau, da haben wir da eben die Stange. Und eingehakt. Ach krass. Jetzt sind die Bügel raus. Gibt es nur einen Haken oder gibt es 4 Haken oder mehrere? 2 sind es. 2. Der Seite und auf der. Genau, dann startet drin den Test. Bremsen, die fährt jetzt dann hoch, beschleunigt. Dann ziehen hinten die Bremsen an. Der muss dann innerhalb von einer bestimmten Strecke stehen. Genau, das war das erste. Das Ganze haben wir dann zweimal. Jetzt muss ich erst mal runterfahren. Das letzte, was ich jetzt noch täglich möchte, ist der Schlafseiltest. Wenn wir nach hinten bei der Winde mal, muss ich einmal da aktivieren. Schlafseil, dann müssen wir nach hinten. Ich muss jetzt einmal da unten rein. Da ist der Schalter unten. Da geht eine Metallleiste rüber, die würde schalten, falls das Seil reißen würde oder durchhängen oder irgendwie schlaff sein sollte. Dann geht er auf Notas und den will er auch täglich einmal wissen. Haben wir hier drin unsere Fernbedienung, die brauchen wir dann zum Hochfahren.
Da immer in der Ladestation drin. Genau, dann brauchen wir Sicherheitsausrüstung und können wir hochfahren. Ja, feuerfrei. Genau. Die Leiter nehmen wir mit. Ach so, klar. Warum müsst ihr die mitnehmen? Weil wir sonst nicht mehr runterkommen. Logisch. Ich bin doch hier. Ist aber nicht immer hier. Im Normalfall ist da unten keiner. Das ist eine gute Frage. Mal stehen wir immer gegenüber, dann können wir 2 Seiten beim Hochfahren kontrollieren Ja. und 2 Seiten beim Runterfahren. Genau, fahren da mit der Fernbedienung. Und dabei lasst ihr jetzt auch dann die Gondel unten und fahrt nur im Catchcar, Die ne? bleibt unten, genau. Weil es ja unnötig. Die braucht man nicht, genau. Beim Hochfahren einfach nur Sichtkontrolle, Schrauben, ganze Turm einfach alles anschauen, ob es passt. Drüben die Stromschienen. Ihr habt ja auch sehr auffällig den spröden Lack auf den Genau. Muttern, damit ihr das direkt Genau. sehen würdet. Ist wieder ganz frisch drauf. Wie oft kommt es vor, dass ihr die innere Leiter nutzen müsst? Eigentlich nie. Ist also auch wieder nur für Nur- den Fall der Fälle. Das allerletzte Stück ganz oben, wenn man in die Kuppe rein muss, da müssen wir öfter rauf zum Umlenkrollen schmieren. Und da ist auch noch mit der letzte Notaus drin versteckt. Aber den Rest von der Leiter braucht man eigentlich nie. Welche Anlagen machst du sonst hier im Park noch? Also als Elektriker bin ich eigentlich wegen Störungen für fast alles zuständig. Das Einzige, was ich eigentlich nicht mache, ist der Freischutz. Da ist der Kollege meistens und noch 2 andere. Aber ansonsten Wartung am Morgen meistens hier. Wenn ihr jetzt eine reguläre Wartung morgens macht, wann fangt ihr an? Wir fangen an um 7:30 fangen wir an. Okay, ist ja relativ human. Ja. Genau, jetzt kommt gleich der Seilmitnehmer. Das ist noch mehr Führung für Seil außen. Der fährt jetzt dann den Rest vom Weg wieder nach. Ist das also dafür da, dass das Seil nicht im Wind so schlackert, Genau, weil das dass sehr lang außen ist? noch mehr Führung hat, genau. Das ist auch verrückt. Tja, jetzt sind wir hier oben. Auf wie viel Metern Höhe sind wir? Jetzt sind wir ungefähr auf 93. Ganz bis zur Spitze wären es dann 109. Wow. Das ist echt hoch. Also hier oben. Also hier haben wir noch unsere Stoßdämpfer an 2 Seiten auch wieder. Die müssen wir jeden Tag auch kontrollieren. Einfach mal, ob irgendwas knarzt, Schrauben anschauen, Ja. dass noch alles fest ist. Sensoren, dass halt alles noch seinen Halt hat. Genau. Wo ist jetzt genau der Punkt, wo der Haken dann ausgehakt wird? Das ist an der Seite, wenn wir da rüber gehen, dann können wir das anschauen. Natürlich. Hätten mir auch nicht vorher einfallen können. Genau, normal fährt er noch ein bisschen höher. Und der Radio an dem Hebel fährt dann genau Ah, das Rad da? hier dagegen, Ja. dann gehen die Haken weg, dann fällt er auch runter. Ah, über die Stange jetzt hier. Genau, jetzt ist er weiter weg, weil natürlich unsere Stange drin ist, dass er ausgehakt ist. Ja, genau, das ist jetzt in dem Zustand, der den hätte, wenn der da dran fährt. Genau, Es ist unglaublich simpel eigentlich. eigentlich ja. Sollte es vielleicht auch hier oben sein, damit es auch immer funktioniert. Genau, Ihr habt aber auch dann nochmal eine Sprechanlage, wenn was sein sollte, um mit Genau. den Gästen zu haben kommunizieren. wir über die Kameras, also man sieht da die Gäste, wenn es oben ist. Ja, Wenn jetzt dann doch irgendjemand einfällt, dass er das Handy auspacken muss, ja. dann fahren wir wieder runter, ohne Freifall. Oh, Genau. der macht sich Weil Freunde. es natürlich saugefährlich, wenn da 100 Meter Handy runterfällt, Ja, muss man nicht haben. nee, vor allem nicht, wenn da jemand da steht. Genau. Ich finde, die Leiter sieht jetzt auch noch viel witziger aus als sie vorher. Schaut von unten ziemlich witzig aus, ja. Wenn man jetzt da ganz rauf will, müssten wir jetzt da rübersteigen auf die Leiter, durch die Luke.
Von hier aus, Von hier müssen wir noch mal ein bisschen runterfahren, dass dann wo das da kann Plateau, man da einhaken. Mit einer aber ihr klettert dann schon ein Setzen bisschen. wir dann darüber, genau. Da sind noch mal Umlenkrollen drin. Die muss man wöchentlich schmieren. Man kann dann auch ganz rauf in die Kuppel. Da muss man zwar eigentlich normalerweise nicht drauf. Ja. Gibt es Kollegen, die das nicht können, weil es denen zu hoch ist? Ja, machen wir schon. Kollegen, das Okay. nicht wollen. Aber würdet ihr sagen, das ist so mit der beste Arbeitsplatz hier oben? Auf jeden Fall mit der besten Aussicht. Gute Antwort. So, dann nehmen wir kurz daher. Wieder einhaken. Das war sofort vorbei. So, sehr cool. Erstmal danke, dass ich mitfahren durfte. Und dann seid ihr durch oder? Jetzt wäre es fertig. Jetzt kommt eine Testfahrt. Dann ist fertig. Sehr cool. Ja, vielen lieben Dank für den Einblick. Und ich hoffe, ihr habt was gelernt und mitgenommen. Und wenn du dann nicht routiniert bist, ne? Sieht das so aus? Genau so. Einmal das. Dann. Ja, so. Ey, wirklich, also. Damit du kannst da nicht unfreiwillig rausfallen. Du kriegst ja nicht mal freiwillig hin. Aber der Gurt ist geil. Also der. Ja, ne? Viel besser, als wenn die Arme so. So. Der ist auch neu. Nicht die Hose mit ausziehen. Gut, dass du den Gürtel angezogen hast. Das Mikro müssen wir noch abmachen. Jo. Und dann. So, jetzt noch mal ein Stück hoch und dann haken wir aus. Und dann geht's runter. Extra langsam wirklich.